Hallo liebe Aquarellfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Film hier in der Aquarellwerkstatt. Heute möchte ich ein paar Worte sagen zu dem Weg eines Bildes von einer erlebten Situation hin zu einem fertigen, komponierten Bild. Ich bin ab und an zum Malen in meiner alten Heimatstadt Potsdam unterwegs. Und ich werde heute sprechen über ein Bild, das ich dort vor einem Jahr ungefähr gemalt habe. Und folgendermaßen ist dieses Bild entstanden. Ich bin also zunächst einmal in der Stadt unterwegs mit meinem Skizzenbuch und finde eine schöne Ecke an einer Straße und beschließe sie zu malen und mache eine kleine Skizze. Dann habe ich auch noch zusätzlich ein Foto gemacht, das sieht dann so ungefähr so aus. Und dann versuche ich aus diesem Material ein Bild zu komponieren. Das ist in den allerseltensten Fällen eine genaue Abbildung der Situation. Es ist vielmehr eine Komposition. Und hier sehen wir dabei den wichtigsten Schritt. Das ist eine Tonwertskizze, in der ich genau festlege, wo ist mein Bildfokuspunkt, wie ist die Beleuchtungssituation, wie kann ich helle und dunkle Formen miteinander verschränken, abwechslungsreiche Formen schaffen, große Formen, mittlere Formen, kleine Formen. Und die wiederum so angeordnet auf dem Bild, dass es interessant wird. Und wenn das fertig ist, dann geht es natürlich irgendwann zum großen Motiv. Und wenn meine Planung vorher gut war, dann habe ich es hier auch relativ leicht mit dieser Malerei. Der wichtigste Schritt in der Planung eines Bildes ist dieser Schritt. Deshalb möchte ich heute mit euch gemeinsam so eine Tonwertskizze malen. Und für den Mitgliederbereich der Aquarellwerkstatt, also für alle Unterstützer, gibt es nächste Woche Samstag dieses Motiv noch einmal in Farbe. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß dabei und jetzt geht's los. Hier seht ihr nun das Foto, von dem ich eingangs sprach. Wir haben eine schöne Lichtsituation auf dem linken Haus und teilweise auf der Straße. Die Tonwerte sind in diesem Fall noch nicht besonders unterschiedlich, deshalb habe ich mir das Foto hier in Schwarz-Weiß mit stärkerem Kontrast noch einmal ausgedruckt. Hier sehen wir nun, dass sich die dunklen Formen im Bild in der Kirche hinten und unten auf der Straße befinden. Die Autos und einige Details auf der Straße in der Sonne werde ich als Bildfokus nutzen. Hier zeige ich euch nun noch einmal die fertige Version des Bildes, um euch mein Konzept noch ein bisschen besser erklären zu können. Das Bild besteht zu etwa gleichen Teilen aus hellen und dunklen Formen. Wir haben links das helle Haus und auch die Himmelsform ist sehr hell. Der Bildfokus befindet sich hier im Zentrum. Dort werde ich die stärksten Kontraste setzen und die dunklen Formen hier vorne verschränken sich mit den dunkleren Formen im Mittelgrund. So wird das Auge des Betrachters gut durch das Bild gelenkt. Genauso funktioniert es auch mit den helleren Formen. Einen kleinen Blick können wir noch einmal auf das fertige Motiv werfen. Wie gesagt, Samstag in einer Woche kommt dieser Film für die Unterstützer der Aquarellwerkstatt. Soweit meine Planung und hier seht ihr nun die Bleistiftskizze. Hier seht ihr nun einmal eine Tonwertkarte und ich werde versuchen, in meiner Studie jetzt auch alle Tonwerte von 1 bis 7 unterzubringen. So entsteht eine starke malerische Aussage. Im fertigen Motiv werde ich natürlich mit Farben malen, aber die Tonwerte werden die gleichen bleiben, wie in der Skizze. Die stärksten Kontraste wird es hier im Bildfokus geben. Dort wird der Tonwert 1, also das Papierweiß, mit Tonwert 7, dem maximalen Pigment, aufeinandertreffen. Grundsätzlich werde ich wieder mit 2 Lasuren arbeiten. Im ersten Farbauftrag setze ich die Tonwerte 1 bis 4 aufs Blatt und im zweiten Farbauftrag die Stufen 5 bis 7. Ich beginne mit einer wässrigen Lasur für den Himmel. Das lichtbeschienene Haus auf der linken Seite wird nur im ersten Farbauftrag gemalt. Deshalb soll es jetzt schon seinen endgültigen Tonwert bekommen. Den oberen Rand des Himmels intensiviere ich noch etwas, um eine Luftperspektive anzudeuten. Nun nähere ich mich schon dem Bildfokus. Hier intensiviere ich meine Farbe etwas. Die Autodächer und die Figur des Fahrradfahrers spare ich jetzt aus. Ihr seht, der Tonwert wird hier jetzt schon deutlich dunkler als im Himmel.
Nun mache ich mit dem hellen Bereich auf der Straße weiter und dafür setze ich einige Pinselstriche klares Wasser in diesen Bereich. Dort hinein arbeite ich nach und nach erst hellere und dann dunklere Farbe ein. Wichtig ist, dass der mittlere Bereich auf der Straße wirklich hell im Tonwert gemalt wird. Die Autos und auch die Menschen intensiviere ich mit ein wenig Pigment. Perspektivische Linien zur Öffnung des Raums ziehe ich aus der nassen Farbe mit einem trockenen Pinsel wieder heraus. Unser Bild muss jetzt einmal komplett durchtrocknen und ich kann die Zeit nutzen, um euch ein wenig über meinen neuen Online-Kurs zu erzählen. Im Moment ist ja kein Präsenzunterricht möglich und ich habe deshalb einige Online-Kurse schon für euch erstellt, die es euch ermöglichen sollen, in eurem eigenen Tempo bequem von zu Hause zu lernen. In jedem dieser Kurse gehe ich sehr ausführlich auf das Motiv ein, ausführlicher, als ich es hier auf YouTube machen kann. Und ich sage sehr viel über meine Materialien und nehme euch Schritt für Schritt an die Hand und male eben gemeinsam mit euch das Motiv. So auch im neuen Online-Kurs Regen in der Stadt. Das ist das Motiv, um das es geht. Hamburg im Regen. Und im Kurs, wie gesagt, große Lektionen über meine Materialien, über die Farben, die Pinsel und natürlich das Papier, was ja enorm wichtig ist in der Aquarellmalerei. Es gibt natürlich zusätzlich im Kurs auch zum Beispiel diese kleine Übung, in der ich noch einmal die verwendeten Farben dann mit euch gemeinsam trainiere und wir so ein kleines Motiv vorbereitend malen werden. Und es gibt wie immer in den Kursen auch eine genaue Tonwertskizze mit kompositorischen Aspekten. Hier die Farbwahl und hier nochmal kleinere Tricks, um das Motiv nachher ziemlich flüssig und sicher umsetzen zu können. Ich verlinke euch diesen Kurs unter dem Video und wer Lust hat, einmal reinzuschauen, kann es dann gerne tun. Im zweiten Farbauftrag starte ich mit dem dunkelsten Tonwert im Bildfokus. Hier habe ich den maximalen Kontrast im Bild. Die Nikolaikirche im oberen Bereich halte ich etwas leichter, um dieser großen Form im Bild etwas mehr Leichtigkeit zu geben. Für den Übergang zu den Gebäuden im Hintergrund rechts nehme ich mehr Wasser in die Mischung. So wird der Tonwert hier etwas leichter und die Häuser wirken entfernter. Jetzt male ich die dunklen Formen der Autos und die Schatten darunter. Auch den Fahrradfahrer deute ich mit einigen wenigen Strichen an.
Hier suche ich die Verbindung zwischen den dunklen Formen der Autos und der Figur im Vordergrund. Beide dürfen hier gerne miteinander verschmelzen. Die Menschen auf der linken Seite wiederum sollen dunkel vor hellem Hintergrund stehen. Diese Abwechslung mit positiven und negativen Formen suche ich bewusst, um meine Bildaussage noch interessanter zu machen. Ein großer Schatten im Vordergrund verbindet die kleineren Formen der linken mit der rechten Seite. Meine perspektivischen Linien kann ich natürlich wieder aus der noch feuchten Farbe herausnehmen. Mit kräftigem Tonwert male ich nun das Haus auf der rechten Seite. Dafür nehme ich wenig Wasser und viel Pigment in den Pinsel, sodass teilweise trockene Pinselspuren stehen bleiben. Dies bricht die dunkle Form des Hauses ein wenig auf. Für das sonnenbeschienene Haus auf der linken Seite brauche ich jetzt noch einige Details. Auch hier seht ihr, wie ich versuche, den trockenen Pinsel einzusetzen, sodass die Linien für die Fenster schön durchbrochen werden. In jedem Fall versuche ich hier, den Pinsel locker zu führen. Lieber einmal eine schiefe Linie zu riskieren, als dass die Formen zu fest werden. Ich denke, eine Figur links sollte etwas dunkler sein, um die Balance im Bild noch etwas zu verbessern. Im Grunde genommen ist meine Kompositionsskizze jetzt fertig. Ich kann natürlich noch ein paar Details einfügen. Einige zeichnerische Linien mit dem trockenen Pinsel deuten noch in der Kirche einige Details an und auch hier versuche ich möglichst locker zu bleiben. Mit dem Radierer entferne ich alle Bleistiftspuren und überprüfe noch einmal, ob ich mit meinem Tonwertplan wirklich zufrieden bin. Ich sehe, dass ich alle Tonwertstufen im Bild untergebracht habe und der stärkste Kontrast sich hier im Fokus befindet. Ein kleines Highlight mit Lavendelblau belohnt mich nun für meine anstrengende Planungsarbeit und jetzt freue ich mich auf die Umsetzung des Motivs in Farbe. Ich hoffe, meine kleine Tonwertskizze hat euch gefallen. Für alle Unterstützer der Aquarellwerkstatt gibt es nächsten Samstag das Motiv gleich noch einmal, aber größer und in Farbe. Für alle, die noch dazukommen wollen in unseren Mitgliederbereich, den Link dazu findet ihr wieder unten in der Videobeschreibung. Und nun wünsche ich viel Spaß beim Ausprobieren und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.